Willkommen zurück zu Let's Play LA Noire. Hirschelbix ist ein bisschen, ja, wir starten jetzt einfach mal. Er ist ein bisschen ungeduldig, will zum neuesten Tatort. Was heißt Tatort? Das ist eine Brandermittlung. Ja, wir sind jetzt bei der Brandermittlung gelandet. Sind degradiert worden, weil wir Mist gebaut haben. Wir haben Ehebruch begangen. Und jetzt sitzen wir hier und müssen die Suppe auslöffeln. Und unser lieber neuer Kollege hat keinen Ton zu sagen. Das ist ein bisschen komisch. Wir müssen uns erst noch warm laufen. Und Hirschel kann auch offenbar durch Türen durchgehen. Siehst du. Und vielleicht kommt gleich im Auto noch was. So. Wir fahren zuerst mal zu Stevens Hausbrand. Dann mal los. Nee. How long have you been working arson? We gonna do the small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? Or look somewhere else? Klare Worte. So this is how it's going to be, partner? I already told you, I don't do partners. I seen you on your first day, hero. Walking into the station with your chest puffed out like a little kid at his confirmation. You wouldn't have given me the time of day. And now you need somebody, and that somebody's supposed to be me. Well, it's not gonna happen. That's quite a speech. I heard you were the strong silent type. You cracking wise, Phelps? No, Biggs. I'm breaking the ice. Just drive, hotshot. Wie gesagt, klare Ansage. Ja. Also jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln, die wir uns eingebockt haben. Und mal gucken, wie wir das jetzt schaffen hier in unserem ersten Fall zur Brandermittlung. Vorher muss ich natürlich noch ein kleines Thema ansprechen. Und wir sind jetzt in Folge 57. Wir haben also wahrscheinlich wirklich nicht mehr allzu lange. Und ich habe einen netten Kommentar auf Folge 54. Das war die Folge, wo wir unter anderem... Oh, wir sind anscheinend doch schneller da, als wir dachten. Hatte ich einen netten Kommentar, weil ich die dortige wurden wir ja zu diesem Busbrand geschickt. Und da habe ich diese eine Action-Szene übersprungen. Das hatte einen ganz einfachen Sinn. In dem Moment war natürlich klar, dass ich halt diesen Schützen mit meiner kleinen lächerlichen Pistole aus dieser Entfernung nicht hätte treffen können. Das ist mir auch schon klar gewesen. Aber wenn du hier sitzt und spielst, dann guckst du nicht auf alles, was um dich herum passiert. Dann machst du einfach und dann, klar, ich hätte mich natürlich, ich habe mir die Folge nochmal angesehen, es wären genug Hindernisse da gewesen, wo ich mich hätte nach vorne machen können. Hätte ich vielleicht ausprobieren sollen, ist nun mal passiert. Ich meine, wir setzen jetzt hier, die Story ist trotzdem weitergegangen. Ich versuche das natürlich in Zukunft ein bisschen besser zu lösen. Ja, ist ja gut, geht doch gleich weiter. Und, ja, zum Thema Flughafen-LP, das wurde nämlich auch in diesem Kommentar angesprochen. Da komme ich gleich zu. Erstmal zum neuen Tatort. Um 9:28 Uhr treffen wir am Steffens Hausbrand an, oder Stevens Hausbrand. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in your face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. You capped this one? Yeah. Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down.
Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house, in the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. Mr. Stevens befragen. Vorher suchen wir natürlich nach Hinweisen. Jetzt, wo wir hier schon am Hausbrand sind, kann ich ja eigentlich noch das mal ansprechen, was ich gerade eben noch ansprechen wollte. Und zwar das Flughafen-LP. Ist natürlich klar, dass dieses Spiel nicht gut gemacht ist. Ist klar, das wusste ich von Anfang an. Aber als Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr war mir das schon irgendwie, wollte ich mal gucken, wie halt andere so ein Spiel aufziehen. Und ja, das, was ich bisher sehen durfte, na, man kann halten davon, was man will. Aber hier wurde der Vergleich gehinkt, dass ich hier Spielzeit verkürze und stattdessen das Let's Play vom Flughafen vielleicht ein bisschen in die Länge ziehe. Ich spiele dieses Spiel auf die Weise, wie ich es auch normal tun würde. Und zwar natürlich, ich suche die Räume ab, um erstens vielleicht eventuell noch Health Kits zu bekommen, also um Lebensenergie zurückzugewinnen. Und zweitens in einem normalen, wenn das ein echter Notfall wäre, würde man als normaler Feuerwehrmann auch nachgucken, ob in solchen Räumen noch verletzte Personen sind. Das ist ganz normal. Nur mal, um das mal so festzuhalten, warum ich so in einem Let's Play vorgehe und vielleicht so in einem anderen. So, mal gucken, was wir hier finden. Bis jetzt noch gar nichts. Gehen erstmal so ums Haus rum. Oder sollen wir schon mal hier auf den Schutthaufen? Not everything here is going to be relevant. Nee, gut, dann nicht. Dann legen wir das wieder hin. That son of a bitch looks a lot like the top point of the gunner. Hier haben wir den Rest eines Schuhs. Not sure this means much. Dann bezeichnet haben wir sonst noch einen Intuitionspunkt. Nein, haben wir nicht. Wir müssen das jetzt so klären. Dann muss ich mit meinem wachsamen Adlerauge hier mal gucken, was wir finden. I don't think this is going to help us. Was ist denn das? Principles of Color. Okay. So, aber irgendwie... Das ist ein... It would take a smarter man than me to connect that. Nein, das ist unnötig. Ja, aber gleich. Ich unterhalte mich gleich mit dir. Irgendwas muss ja hier noch sein. Und wenn, dann bin ich zu blöd, was zu finden. Wo ist denn hier was? Remember the dead lady they found under the train? You solved the case. Booked some bar for the murder. Es wundert mich ein bisschen, dass hier gar nichts ist anscheinend. So, jetzt sind wir einmal rum. Ich unterhalte mich gleich. He's the dirty cop from the newspapers. Wir wurden also erkannt. Insta-Heat Los Angeles, Kalifornien. Wartungsübersicht, Datum, gewartet, Unterschrift. Recently serviced. Could be something to go on. Matthew Ryan. Gut. Ich glaube aber sonst, wenn wir hier sonst nichts finden, können wir das doch mal hier ins Haus. Aber eigentlich sind wir durch. Und erkannt worden sind wir auch, das wollte ich gerade noch sagen.
Da hat nämlich gerade jemand gesagt, das ist der Cop aus den Nachrichten, aus den Newspapers. So, da kommen wir nicht hin. Okay. Dann sind wir hier, glaube ich, durch. Dann unterhalten wir uns mal mit den, ja, Hausbesitzern. Jetzt hänge ich da fest. Okay. Mr. Stevens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Stevens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. Gullivers Reisebüro Reiseziel Catalina Island. Abreise 18 Uhr, Freitag, den 19. September. Ausgestellt 18. September 1947. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Okay. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Stevens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Mhm. Ja, ich denke mal, dass er da die Wahrheit sagt. Oder, ne, hier spricht ein Mann, der alles verloren hat. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. Die Suburban Wohnbauförderung. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Aber irgendwas hast du doch mit denen gemacht. Everyone else is selling, but you're the holdout, aren't you? I was the last. I thought I could hold out for a better price. Now, my house is the center lot. So now you have to take the price regardless. Looks like it. I've got no choice. I have to put a roof over my family. That's all we need for the moment, Mr. Stevens. All right. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Naja. Wäre zumindest nicht unüblich, ne? Und ich meine, ja, das erzähle ich aber gleich. Gut, dann gehen wir jetzt zum zweiten Wohnhausbrand. Obwohl, da ist noch ein Telefon da hinten. Und das ist ja nicht ohne Grund da hinten. Deswegen laufe ich da schnell mal hin. Aber man sieht hier schon, sind andere Häuser auch schon abgerissen worden. Und es ist jetzt nur... Oh, Herschel ist aber... Hui. Der Herschel ist aber ganz schön schnell. Nicht schlecht. Ich meine ganz ehrlich, jeder nimmt dieses Angebot an. Außer er. Und das Haus, was da jetzt vielleicht noch steht. Und ich meine, nur um ihn vielleicht loszuwerden, vielleicht einfach Brandstiftung. Ich meine, ist jetzt nur meine Vermutung. Ich meine, hier ist ja irgendwie jeder korrupt. About a week ago, this guy murdered his wife and dumped the body. But that's the cop who put him away. Phelps, 1247. How can I help, Detective?
I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thank you. Und jetzt kommen wir zum zweiten Wohnungsbrand. Da fahren wir jetzt schnell in dieser Folge noch schnell hin. So. Ist ja nicht das Ding. Ja. He's the dirty cop from the newspapers. You're behind the wheel. So where do you want to go? Dahin. Zum zweiten Wohnungsbrand oder Wohnhausbrand. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? Sawyer Hausbrand, 9:56 Uhr. Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Hey, another one. Looks that way. Insta-Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge von Let's Play LA Noire. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.